Herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video. Heute geht es um minimalistische Schuhe der Marke Primal Evo. Primal Evo ist noch eine recht unbekannte Firma und ich denke, sie sind noch nicht so lange auf dem Markt und besitzen auch erst ein Schuhmodell. Im Internet konnte ich noch nicht viele Berichte dazu finden, deswegen bin ich umso gespannter auf das Auspacken. Aber zuvor noch ein paar wenige Worte zu den Herstellern. Ich möchte mich als erstes bei Ihnen bedanken, denn Sie haben mir die Schuhe zur Verfügung gestellt. Dennoch wird das hier ein unabhängiges Video, das meine Meinung repräsentiert. Die Entwicklung des Fußes ist ein evolutionärer Prozess. Dass dieser sich heute in der modernen Welt noch verwirklicht, darauf deutet der Name Primal Evo hin, was so viel wie anfängliche Evolution bedeutet. Auf der Homepage von Primal Evo gewinnt man den Eindruck eines familiären Unternehmens. Es sind insgesamt 6 Leute, die aus eigenem Antrieb heraus diesen Schuh entwickeln wollten. Sie sagen selbst, sie wollen nicht expandieren und haben, glaube ich, keine größeren wirtschaftlichen Interessen. Interessant ist auch noch, dass die Gruppe sich aus Wissenschaftlern und Handwerkern zusammensetzt, denen gemein ist, dass sie gerne auch Sport treiben und dieses Produkt auch irgendwo leben lassen, das sie erschaffen haben. Die Schuhe werden in Polen produziert, in einem Gebiet, das Tradition im handwerklichen Gebiet hat. Und sie sind sehr erschwinglich eigentlich für minimalistische Schuhe. Sie kosten 83 Euro. So, jetzt kann das Auspacken aber langsam beginnen. Ich bin schon gespannt. Das hier ist die Verpackung, die nach 5 Tagen in Deutschland angekommen ist, übers Wochenende. Die sieht schon mal unkonventionell aus, muss ich sagen. Also nicht wie ein richtiger Schuhkarton. Ich habe mir also die Primal Evo in Savannah Orange bestellt und wie ihr lesen könnt, die am meisten flexiblen, ultraminimalistischen Schuhe. Steht groß auf der Verpackung drauf. Gedacht. So, und jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Da sind sie. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf den Schuh werfen. Die Gummisohle, das Leder und das orangefarbene Textil sind die einzigen Materialien, die verbaut wurden. Primal Evo möchte mit diesem Schuh die geringste Schnittstelle zum wirklichen Barfußlaufen bilden. Am interessantesten ist ihre Aussage, dass dieser Schuh der flexibelste Schuh sein soll, der flexibelste unter allen Barfußschuhen. Und deshalb zeige ich euch mal, wie leicht sich der Schuh einrollen lässt. Das ist im Vergleich zu anderen Schuhen wirklich eine gute Performance und auch die seitliche Biegung geht sehr gut. Ich denke, dass diese orangefarbene Kunstfaser und nicht nur die Sohle allein zur hohen Flexibilität des Schuhs beiträgt. Und wenn ich an andere minimalistische Schuhe denke, die ich mir neu gekauft habe, dann fällt mir ein, dass die noch recht steif am Anfang waren und erst nach dem Einlaufen so nachgegeben haben, wie dieser Schuh es jetzt schon tut. Bei dem Stoff handelt es sich um eine sehr elastische und luftige Kunstfaser. Ihr könnt sogar meine Finger hier durchsehen. Wenn ich den Schuh jetzt hier biege, dann leistet dieser Stoff eigentlich gar keinen Widerstand. Das Einzige, was ein bisschen fester ist, sind die Lederflächen. Viele Schuhe haben hier Schwachstellen und haben schnell Falten, die auch nach innen unangenehm drücken können.
Bei diesem Modell erwarte ich das eher nicht. Gucken wir uns den Schuh mal von innen an. Die Innensohle besteht aus demselben Material, wie es außen auch ist. Es ist leicht nachgiebig und die Zunge ist das Material doppelt genommen. Sie ist relativ dick, dicker als ich es erwartet hätte. Eine Naht auf der Innenseite ragt nach innen in den Schuh und wo Leder vernäht ist, sind auch kleinere Nähte zu spüren. Gucken wir uns jetzt mal die Sohle an. Die Sohle ertastet sich sehr griffig, ist aber auch unerwartet weich, also wesentlich weicher als meine Vivo Barefoot Schuhe. Und ich frage mich, oder beziehungsweise ich denke nicht, dass man so gut kleinere Steinchen mit diesen Schuhen ertasten kann. Als Besonderheit fällt noch die Aussparung der 5 mm dicken Gummisohle am Fußgewölbe auf. Anstattdessen haben sie ein Lederstück eingebaut, wahrscheinlich robust genug, um standzuhalten, und das Textil wird von unten nicht dreckig. Weiterhin denke ich, dass das auch zu einer erhöhten Flexibilität in der Schuhmitte beiträgt. Ich möchte meinen ersten Eindruck mal kurz zusammenfassen. Ich finde, die Stärken des Schuhs sind sein schlichtes Aussehen, dass er sehr leicht ist. Er ist ein verglichen günstiges Modell und wofür die Firma auch wirbt, die sehr hohe Flexibilität der Sohle und des Obermaterials. Was mir eher nicht so gut gefällt, ist, dass die Innensohle aus diesem synthetischen Material besteht, dass die Sohle relativ dick und weich ist, wodurch wahrscheinlich die Sensibilität ein bisschen eingeschränkt wird. Wobei ich sagen muss, ich denke, eine dickere, weiche Sohle hat auch ihre Vorteile, zum Beispiel, dass man weniger beim Fahrradfahren abrutscht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, besonders bei der Biegsamkeit, wie sich der Schuh auf der Straße anfühlen wird und auch wie gut er haltbar ist und wie schnell er dreckig wird. Das werde ich euch in einigen Wochen in einer Zusammenfassung dann wieder berichten. Also abonniert mich, falls ihr noch Interesse an diesem Modell haben solltet. So, das war's. Vielen Dank. Das war mein Unboxing-Video des Primal Evo. Aber bleibt noch kurz dran, ich möchte euch noch einen Ausblick geben auf mögliche künftige Videos. Zum einen möchte ich über meine Erfahrungen nach 2 Jahren in minimalistischen Schuhen reden. Ich habe einige Vorteile für mich kennengelernt, auch gesundheitlich, die würde ich gerne mit euch teilen. Zum anderen hatte ich noch die Idee, den Stand der Forschung zum Barfußlaufen mal zu analysieren und auch mit ein paar Mythen aufzuräumen und konkret zu sagen, was ist attestiert, was kann man dem Barfußlaufen auch heutzutage wirklich aus wissenschaftlicher Sicht zuschreiben und welche Aussagen kann man vor allen Dingen nicht treffen, die aber auch häufig im Netz getroffen werden. Weiterhin habe ich noch ein paar interessante Barfußschuhe, mit denen ich schon länger Erfahrungen gemacht habe, die ich euch vorstellen möchte. Guckt doch in der Beschreibung und falls ihr Interesse habt, lasst einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören.